man kann das nur machen, wenn man das wirklich liebt. Wenn man Texte liebt, wenn man Performen liebt. Und tust du nicht mit Lust, so wird er nicht gedeihen. Es ist sicherlich der falsche Grund, Schauspieler zu werden, wenn man sich denkt, es widerfährt einem Glanz und Glamour. Also ich kann mich erinnern, bis Mitte 30 habe ich wirklich einen Hungerlohn verdient. Also ich war prinzipiell immer im Minus am Konto. Warum bist du Schauspieler geworden? Naja, anfänglich hat das sicher etwas mit einer narzisstischen Störung zu tun, würde ich sagen. Also man will halt irgendwie viel Aufmerksamkeit und Zuneigung und beklatscht werden. Das hat sich Gott sei Dank im Laufe der Jahre austherapiert. Das, was auf der Bühne stattfindet, ist so wie eine konzentrierte Form des Lebens, also wie ein Sirup. Es ist halt alles intensiver und man durchlebt in 1,5 oder 2 Stunden so viel, wie man vielleicht während eines ganzen Lebens erlebt. Nur es ist sehr intensiv. Ich habe einen sehr eine musikalische Art und Weise, an Texte ranzugehen oft. Wie ist diese Musik in diesen Texten? Ja, ich fühle mich da schon immer sehr wohl. Ich fühle mich auch sehr wohl, mich in diesen Zustand zu bringen, zu scheitern oder peinlich zu sein. Hauptsache, es hat irgendwas Wahres. Diese Liebe zu den Schallplatten und Hi-Fi, war das schon immer da oder hat sich das entwickelt? Naja, ich bin ja in dieser Wohnung aufgewachsen mit meiner Familie. Also wir waren zu 4 hier und eigentlich war der Plattenspieler mit den Kopfhörern mein einziger Rückzugsort. Also wenn ich meine Ruhe haben wollte auch, habe ich mir die Kopfhörer aufgesetzt und eine Platte aufgelegt. Und dadurch habe ich eine sehr intime Beziehung zu Musik und zu Schallplatten. Das war so der Ort, an dem ich mich zurückziehen kann. Tatsächlich ist dieses Ritual, dieser haptische Vorgang, eine Schallplatte aufzulegen, ist ein schöner, ist ein sinnlicher. Nein, ich nehme doch die Smashing Pumpkins. Das ist was anderes, als einfach nur MP3s abzuspielen, abgesehen davon, dass es natürlich viel besser klingt. Ich finde MP3s, also komprimierte Musik, schrecklich. Musik hören ist für mich schon ein aktiver, konzentrierter Vorgang. Also wenn man eine einigermaßen gute Anlage hat, hört man ja auch viel mehr Dinge. Also ich lasse selten Schallplatten einfach so nebenher laufen, sondern ich setze mich meistens wirklich hin und höre ganz genau zu. Da will ich nichts versäumen. Es gibt auch Platten, die ich tatsächlich schon seit 30 Jahren auflege und immer wieder begeistert bin, was das für große Musik ist. Von The Cure, das Album Pornography, die habe ich mir gekauft, da war ich 15, diese Platte. Und wenn ich sie mir heute auflege, und die lege ich wirklich regelmäßig auf, sicher alle 2 Wochen mal, und jedes Mal erstaune ich, was das für entzückende, starke Musik ist. Im Idealfall ist es wie, als würde die Band bei dir im Wohnzimmer spielen. Diese Barriere zwischen Technik und Hörer ist in dem Sinn oft nicht mehr da. Ich denke mir immer wieder, wow, das klingt so schön und transparent, und Bluetooth-Boxen, sind oft beeindruckend, weil sie, obwohl sie sehr klein sind, einen irrsinnigen Mumm haben und große Bässe haben, aber das ist für mich nicht gute Qualität noch, sondern ein guter Sound ist sehr transparent und man hört wirklich alle Details, selbst wenn man leise Musik hört, und das hat gar nichts mit einem starken Bass unbedingt zu tun für mich. Bei Project passt das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut. Es hat eine hohe Qualität und last but absolutely not least, finde ich, sollten es auch ein bisschen geil ausschauen, diese Dinge. Ich bin schon ein Ästhet und ich möchte mir den Plattenspieler gerne anschauen und ich will, dass das schön ist, was ich anschaue.
Und der gefällt mir ganz gut, also jetzt noch immer. Das ist jetzt nicht die ideale Stelle um Werbung für Musik zu machen. Oder irgendwie. Da haben wir vielleicht noch den Anfang vom nächsten Lied oder so, vielleicht ist das passender. Und dann auf einmal das ist ein Kontrast, ne? Sweet as a